Hallo zur neuen Ausgabe Project VPin. Ja, ich will heute mal ein ganz besonderes Tool angucken, und zwar das LED-Vis. Da geht es darum, dass man alle möglichen Flacker- und Blinke-Dinger in sein Cap einbauen kann und auch noch welche Sachen, die knallen und puffen. Dampf kommt nicht raus, aber ansonsten, naja, wenn man was falsch gemacht hat, kommt vielleicht Dampf raus. Ansonsten bringt einem dieses LED-Vis, dass man ganz viel Force-Feedback sozusagen bekommt von seinem Pinball, und dadurch wird alles noch schöner und bunter und ja, das macht einfach noch viel mehr Spaß. Also gucken wir uns mal an, wie das Ding geht. So, ja, also so sieht das Ganze erstmal aus, wenn man es jetzt einfach mal loslaufen lässt. Da das ja hier alles nur auf meinem Holzstuhl aufgebaut ist, ist es natürlich auch ganz genauso provisorisch erstmal in einem Pappkarton alles eingebaut. Ich werde jetzt dieses Mal auch nicht sämtliche Toys anschließen, die es dafür gibt, sondern erstmal hier diese LEDs. Einfach deswegen, weil ich die schon habe. So ein paar Solenoids, wie sie heißen, habe ich zwar auch schon liegen, aber da fehlt mir noch das Netzteil, muss ich mal alles bestellen. Aber erstmal, wie das LED-Vis überhaupt anzuschließen ist, das ist nämlich schon schwierig genug, und ja, dann wollen wir eben halt auch nochmal gucken, dass wir die LEDs hier zum Leuchten kriegen, so wie es jetzt hier bei diesem Tisch hier auch schon ganz wunderbar der Fall ist. Das ist jetzt also ein Tisch aus den, ich glaube, End-70ern. Und das hier ein etwas neuerer, da ist dann schon etwas mehr los, wie man sieht. Hier leuchtet und blinkt und blitzt es also ständig. Medieval Madness. Und der andere war Encounter of the Third Kind oder so ähnlich. Ja, es ist irgendwie schon recht nett, wenn das alles immer so ein bisschen blitzt und blinkt. Ich mag das wirklich gern. Genau, und wie ich das jetzt so zusammengebastelt habe, sehen wir jetzt mal. Also das hier ist mein provisorischer Pappkarton. Ansonsten habe ich da eigentlich Neo Geo Module immer drin verpackt. Und das hier ist jetzt also sozusagen meine Boombox, wie ich sie stimmungsvoll nenne. Das da oben sind Strobos, ganz billige aus Hongkong. Das sind irgendwie 27 LEDs pro Stück drin, und da war noch so ein kleiner eigener ja, Schrittmacher sozusagen dran. Ich habe das aber abgebastelt, diesen Schrittmacher, und das direkt ins LED-Vis reingebastelt. Ja, und das sieht natürlich hier ganz übel verkabelt aus. Ich gebe es ja zu. Aber es funktioniert. Und es ist für ein Provisorium erstmal ausreichend. Sodass ich also weiß, dass alles funktioniert. Na gut, das ist es, was ich mal irgendwann bekommen habe. Hier also diese RGB-Flasher. Das sind ganz günstige von eBay. Die haben pro Stück irgendwie 3 oder 4 Euro gekostet. Also ich habe da irgendwie nicht so viel für bezahlt. Man liest häufig auch von Cree LED-Flashern. Die sind deutlich teurer. Ich habe schon Preise bis 25 Euro gesehen. Wenn man 5 Stück davon hat, dann hat man erstmal 125 Euro nur LED-Flasher. Braucht dann dazu noch Kühlkörper und so weiter. Das hier sind jetzt also meine Kühlkörper. Bisschen Wärmeleitpaste. Zugegebenermaßen haben diese Cree-LEDs allerdings auch einen Vorteil. Erstens sind sie wahrscheinlich noch heller als meine hier, was ich nicht nötig finde, weil die einfach wirklich super hell sind. Das hier ist jetzt so ein Cap, den man wirklich aus dem Pinball-Bedarf bekommt. Und zweitens haben die Cree RGB-LEDs sogar noch eine weiße LED dazu. Also die haben nicht nur RGB, sondern auch noch RGBW, nämlich für weiß oder white. Und das ist natürlich ganz gut. Wenn ich hier nämlich weiß leuchten möchte, dann mischt der das aus allen Farben. Ist ja hier additive Farbmischungen, alle zusammen ergibt weiß, aber es gibt eben nicht so richtig weiß, sondern irgend so ein rosa oder so. Naja, gut, aber das können also dann die Crees wahrscheinlich etwas besser. Das hier sind Widerstände, und zwar 5 Watt Widerstände. Wer vielleicht sonst auch so ein bisschen lötet und bastelt, der hat ganz andere Widerstände vor Augen. Die sind aber immer nur ein Viertel Watt. Und diese hier, die müssen so ein ganz klein bisschen mehr abkönnen.
So, jetzt bauen wir mal alles zusammen. Ein ganz klein bisschen Wärmeleitpaste drauf. Das ist ja schon fast eigentlich recht üppig. Aber wenn man es dann zusammenschraubt, dann quetscht es sich ja auch sehr schön dünn über die Fläche. Geht alles. So sieht es dann also erstmal aus, wenn es dann zusammen gebastelt ist. Und dann geht es ans Löten. Auf der einen Seite verbindet man die 3 Punkte alle miteinander. Die haben also einen gemeinsamen 12 Volt Punkt. Und auf der anderen Seite wird dann vom LED bis Masse jeweils einzeln dazugeschaltet, sodass sie dann also einzeln auch leuchten können. Also das ist jetzt der gemeinsame Plus. Und das sind jetzt hier meine 3 Kabel, die dann auf der anderen Seite an die Rot-, Grün- und Blau-Kontakte dran gelötet werden. So, das habe ich jetzt mal fertig. Auf der anderen Seite noch schnell verzinnen und ein Kabel dran gelötet. Genau, und hier verbinde ich jetzt also diese 3 Kabel, die ich da gerade an die LED gelötet habe, mit dem Widerstand, und auf der anderen Seite des Widerstandes geht es dann mit nochmal 3 Kabeln ins LED-Biss. Hier muss man nicht löten, da wird einfach nur geschraubt, und die Nummern, die an diesen Schrauben stehen, die muss man sich dann natürlich merken, weil man das dann später konfigurieren muss, dass genau dieses jetzt hier die rote Leitung einer bestimmten Flasher-LED ist. Das muss man sich einfach einmal merken, beziehungsweise aufschreiben. Und nein, ich habe keine Farbenschwäche, sondern ich hatte nur einfach kein blaues Kabel mehr. So sieht es dann also einmal aus. Da das blaue Dicke, das ist einmal Plus, dann geht es an den Widerstand und vom Widerstand wiederum dann ins LED-Biss. Ja. Hier dann doch mal mein provisorischer Pappkarton. So, 3 sind drin und 5 Stück ganz im nächsten Mal. Na gut, aber das ist ja gar nicht das Komplizierteste. Jetzt wollen wir das Ding auch mal mit dem PC überhaupt erstmal verbinden, damit es überhaupt weiß, was es tun soll. Das ist jetzt hier erstmal die Seite, wo man das kaufen kann. Groovy Game Gear, da kommt das LED bisher. In Deutschland gibt es 2 Läden, die mir zumindest bekannt sind, nämlich einmal Wolfsoft und dann der etwas neuere Vipin Shop. Links blende ich ein. Da kann man es also bei uns dann kaufen. Und ja, um das Ganze zu konfigurieren, braucht man dieses LED-Biss-Config-Tool. Und da gibt es diese Files zum Downloaden. Und ihr merkt euch jetzt einfach erstmal, die oberen beiden braucht ihr und die unteren beiden sind veraltet. Demnächst allerdings soll das hier auch abgedatet werden, sodass dann also die richtigen Files da sind. Aber erstmal die oberen beiden, erstmal solange das so aussieht wie jetzt. Nur die oberen beiden und die unteren beiden braucht ihr nicht. So, hier unter Port Assignments kann man dann eben halt sämtliche Sachen einstellen. Beacon ist zum Beispiel so ein Rundumlicht, Shaker ist irgend so ein Ding, was dann wackelt wie ein Rumble Pack, Knocker ist so ein Teil, was knallt, wenn man irgendwie ein Extra-Spiel
bekommt. Fan war mir ganz unbekannt, aber das scheint wohl irgendwie auch einen Flipper zu geben, der einen anpustet mit einem Ventilator, vielleicht Whirlwind oder so. Genau, das kann man hier also alles definieren. Und ich werde jetzt hier meine Flasher und meine Strobes, also mein Stroboskop-Dings einstellen, beziehungsweise habe das schon getan. Also Ports 17 ist hier Strobe und dann 18, 19, 20 ist der eine Flasher, 21 bis 23 der nächste und so weiter. Jeweils dann mit RGB. Genau, das geht dann auch ganz automatisch. Man muss nur den einen davon definieren und die anderen beiden kommen dann automatisch dazu. Hier kann man dann noch die Flasher-Intensität einstellen. Ach so, für den Shaker-Motor, okay. Und Pulswellenmodulation einstellen für die Flasher. Also dann können die so ein bisschen heller und dunkler und so. Ansonsten, wenn man das ausmacht, sind die immer nur entweder komplett an oder komplett aus. Also macht man es an, weil es natürlich netter aussieht. So, dann kann man sich die Config, wenn das alles fertig ist, hier speichern und ausgeben lassen. Da kriegt man so ein ZIP, was man dann downloadet. Genau, Table Configs, da habe ich komplett die Finger von gelassen. Das interessiert mich hier eigentlich eher gar nicht. Das sollen Leute machen, die sich damit auskennen. Ich steige da gar nicht durch. Aber hier kann man theoretisch alles einstellen, wie welcher Tisch, warum flashen und rumblen und shaken und so weiter soll. Da weiß ich nicht wirklich viel zu erzählen. Deswegen gehen wir mal zu My Account, denn der ist nochmal sehr wichtig. My Account. Da oben API-Key, keine Ahnung, ist egal, aber auf alle Fälle kann man hier die Nummer der LED-Business einstellen. Das ist natürlich bei mir 1. In den meisten Fällen wird es 1 sein. Contactors sind diese Force-Feedback-Teile, davon 8 oder 10 und hier Flasher 5 oder 3. Ich habe 5, also mache ich 5. Contactor habe ich jetzt noch gar nicht, aber egal. Und ganz wichtig, nehmt hier Direct Output als Framework, nicht Legacy, das ist alt. Das hat aber dafür gesorgt, dass der Flipper dann immer geruckelt hat, wenn es geblitzt und geblinkt hat. Direct Output macht das besser. Das ist auch der Grund, weswegen vorne die Files veraltet sind. Die laufen nämlich noch mit diesem Legacy. Nehmt nicht Legacy, nehmt Direct Output. So, wenn ihr hier eure E-Mail-Adresse eintragt, dann kriegt ihr immer eine E-Mail, wenn es hier wieder was Neues gegeben hat. Wenn jemand einen neuen Tisch eingefügt hat zum Beispiel, dann muss man sich eine neue Config createn. So, und nachdem man also bei My Account das auch eingestellt hat, kann man das jetzt hier machen, Generate Config, und dann hat man eine ZIP-Datei mit 2 Config-Files. So, und das ist jetzt hier also mein Tables-Ordner. Da ist diese Core VBS drin. Die habe ich da runtergeladen. Ich habe die alte behalten. Die heißt jetzt Core Back für Backup. Ja. Das sind meine beiden Inis. Die habe ich also nun gerade da runtergeladen. Und das ist hier noch LED with Toolbox. Auch das habe ich ja von der Seite. Die anderen beiden, die ich nicht mehr brauche, die hatte ich zuerst auch. Die habe ich jetzt hier einfach in den Unterordner gepackt. Insofern sind die dann auch aus dem Spiel. Aber ihr ladet die einfach am besten gar nicht erst runter. So, Schritt Nummer 2. Der B2S Server. Den muss man jetzt auch installieren. Für die Tische, die wir in der zweiten Folge runtergeladen haben, da brauchte man das hier noch nicht, weil da war das B2S als Exe dabei, wenn ihr euch das mal angeguckt habt im Tables-Ordner. Das ist jetzt hier für an und das klingt alles ganz furchtbar kompliziert. Ihr müsst euch zusätzlich zu diesem Video sicherlich auch nochmal ein bisschen selber reinfuchsen. Das ist nämlich alles nicht so schnell erklärt. Aber diesen Server, der macht eigentlich die Backglasses, wenn man diese Direct B2S Backglasses hat. So, und über diesen Server läuft eben auch die LED with Direct Output Klamotte. Deswegen müssen wir den jetzt unbedingt installieren. Und das tue ich jetzt hier gerade. In der README stand, dass man diese DLL eventuell anblocken muss. Das habe ich jetzt hier gerade geguckt, ob ich das muss. Bei mir stand nichts. Hier in diesen Eigenschaften allgemein. Deswegen also wieder weg. Ist nicht geblockt. Tja, und dann hier diese Registergeschichte als Administrator einmal ausführen. Und dann steht da im Fenster, ist registered, alles klar, wunderbar, fertig. Schritt 2 ist durch. Dann Schritt 3, DOF, also Direct Output Framework. Das wäre jetzt also eben dieses Plugin für
das neue, nicht stotternde LED ist. Sehr schön. Vor einem Jahr gab es das noch nicht. Da hat es wirklich gestottert. Das habe ich deutlich auch gemerkt. Da hieß Legacy dann eigentlich Legacy. Haha, kleiner Wortwitz. Na gut, das lädt man also runter. Link ist wieder eingeblendet und diesen ganzen Kram, der in diesem ZIP drin ist, oder in diesem ZIP ist es, genau, der kommt jetzt in einen Ordner. Und jetzt zeigen die hier zwei verschiedene Wege, das Ganze einzurichten. Und ich nehme jetzt hier diesen empfohlenen, recommended. Da macht man das mit einer kleinen Verknüpfung. Naja, eigentlich alles ganz einfach. Dann braucht man das aber, wenn man mehrere Programme hat, die das Direct Output benutzen wollen, nicht mehrmals haben, sondern nur einmal und das verknüpft dann jeweils. Also gehe ich jetzt hier in Games, habe mir einen Ordner Direct Output erstellt und da ist jetzt das alles drin, was in dem ZIP drin war. Und jetzt muss ich mir in meinem Tables-Ordner in Visual Pinball einen Ordner erstellen, Plugins, und da eine Verknüpfung zu diesem Direct Output Ordner erstellen. Also kopieren, Direct Output, kopieren, dann in diesen Plugins Ordner gehen. Und dann Rechtsklick und einfügen oder Verknüpfung einfügen. Genau, das hatte ich jetzt hier schon gemacht, da ist es schon. Und auch das ist damit dann fertig. So, und jetzt wollen wir natürlich auch, wenn wir jetzt schon diesen B2S-Server installiert haben, mal einen Tisch nehmen, der eben so ein Direct B2S-Dingen braucht. Also nehmen wir jetzt hier mal den Kongo. Und wenn man dann ein bisschen weiter unten guckt, da ist so ein Ding. DB2S Animated Backglass. Das ist jetzt also so ein Gerät, was diesen B2S-Server benutzt. Einfach nur, um zu zeigen, wie es jetzt geht. Es geht natürlich auch mit anderen Tischen. So, also jetzt muss man dieses Backglass Direct B2S muss man genauso nennen wie den Tisch. Das mache ich jetzt hier. Ich kopiere mir den Namen des Tisches und dann nenne ich das um. Copy-Paste. So, jetzt sieht man schon, die sitzen jetzt nebeneinander, weil sie eben halt einfach so gleich heißen. Die beiden jetzt logischerweise in den Tables-Ordner kopieren. Visual Pinball Tables rein da. Ja, und da sieht man, die heißen gleich, außer die Endung. Klar. Wenn sie nicht gleich heißen, funktioniert es nicht. Und dann natürlich in die ROMs das ROM. Visual Pinball, MAME, ROMs, da kommt das ROM rein. Alles klar. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was im Skript dieses Tisches ändern. Also lädt man den Tisch erstmal in den Editor. Skript öffnen auf dem Button. Der erscheint immer auf dem anderen Bildschirm, den muss man sich dann rüberholen. So, und dann gibt es eine Zeile, die heißt Set Controller gleich Create Object vPinMAME Controller. Da ist er. Und dieses vPinMAME Controller, das muss man einfach ändern in b2s.server. Dann wird nämlich dieses Backglass auch überhaupt erst geladen. b2s.server. So, dann oben auf Compile. Oben im Menü Skript, Compile. Warum mache ich es denn jetzt nicht? Da oben. So, jetzt. Compile. Und dann kann man da raus. Und den Tisch starten. Und wenn man alles richtig gemacht hat, dann sollte es jetzt eigentlich schon gleich funktionieren. Meistens hat man dann in der Aufregung vergessen, die ROMs zu kopieren oder das falsche ROM-Set. Dann gibt es nochmal eine Fehlermeldung. Aber in diesem Falle hat es tatsächlich gleich funktioniert. Jetzt muss man das DMD nochmal wieder hinfummeln. Das ist jetzt wieder auf dem Playfield erstmal. Und da ich es jetzt schon lesen kann, wird es gleich auf dem Backglass falsch ausgerichtet sein. Genau so ist es. Und dann muss man, um das zu ändern, ich habe jetzt erstmal die Helligkeit geändert. So, jetzt kann man sehen, das ist also hochkant, das DMD ist natürlich Quatsch. Da muss man nochmal ins Skript und da gibt es dann wieder diese Zeile, Settings Volume Roll.
Und das muss, da steht jetzt eine 1 und wenn da eine 1 steht, dann muss man eben eine 0 machen. Oder wenn eine 0 da steht, dann muss man eine 1 draus machen. Also eben das andere. Ich mache jetzt eine 0, wieder oben auf Compile. Zack, raus da und den Tisch starten. Und jetzt sollte es richtig rum sein. Okay, richtig rum, nur eben halt ein bisschen verzerrt. Das muss man jetzt mal noch sich hinziehen. Show Window Border. Das kann man ja alles machen, wie man das möchte. Ist jetzt natürlich nur einfach mal, weil es gerade so passiert ist, hat mit dem LED-Biss jetzt überhaupt nichts zu tun. Ne? So, da muss man ins Backlash nochmal reinklicken, um dieses Fenster zu bekommen. Und da muss dann der Haken bei Activate Plugins, der muss gesetzt sein. Den hier kann man rausnehmen. Genau, Activate Plugins muss auf alle Fälle gesetzt sein. Dann ist alles gut und dann sollte auch das LED-Biss gleich funktionieren. Save Settings. Da muss man das Backlash nochmal einmal resetten. Das macht man übrigens auf den Knopfdruck F3. Dazu muss das Playfield aktiviert sein und dann F3. Und dann geht es kurz aus, das Backlash, und startet neu. So, und jetzt sollte alles gut sein. Wenn man dann aus dem Tisch rausgeht, speichert man alles nochmal ab, damit er sich das alles merkt mit dem DMD und so. Tja, und dann sollte es laufen, wenn man alles richtig gemacht hat, so wie jetzt. Wie gesagt, an so ein LED-Biss kann man zig andere Sachen dran machen, Knocker, Shaker und so weiter. Das ist jetzt hier einfach nur mal, dass es schon mal ein bisschen blinkt. Okay, so, und dann geht das auch noch natürlich mit Future Pinball und da geht man am besten auf diese Seite hier und bekommt diese beiden Archive. Future Pinball Intercept und Future Pinball LED-Biss Versionsnummer. So, und die braucht man beide. Und in dem Intercept sind ganz viele Ordner und da kann man sich jetzt aussuchen, welche Konfiguration man selber hat. Also ich habe nur ein LED-Biss ohne Pin-DMD. Deswegen würde ich diesen Ordner nehmen. Im Pin-DMD-Dings ist dann einfach noch ein bisschen was mehr drin, um dieses DMD ansteuern zu können. Das habe ich aber alles nicht. Also LED-Biss. Diesen Ordner nehme ich mir jetzt. Jetzt sind wir schon wieder in dem anderen drin. Also das ist der Inhalt des anderen Archivs. Diese drei Sachen, die müssen in den Tables-Ordner und der Inhalt des anderen Ordners, den ich gerade hatte, der muss in den Ordner, wo die Exe drin ist. Also hier Future Pinball Exe, Root-Ordner im Grunde. Da kommen diese beiden Files rein. LED-Biss DLL und Open GL32. Das war das eine. Und dann sind wir jetzt im Tables-Ordner. Und da sind die anderen Sachen drin aus dem anderen Archiv. Und diese INI, da muss man jetzt, das ist ein bisschen unkomfortabler als bei dem anderen, was ich gerade für Visual Pinball gezeigt habe. Da muss man das hier alles eintragen. Naja, geht auch. Muss man halt ein paar Zahlen reintragen, wo jetzt welcher Flasher ist und wo welches Slingshot-Dings sein soll. Das trägt man hier alles ein. Dafür muss man eben wieder die Zahlen wissen, die da an den Schrauben dran standen. Klare Sache. Das dann abspeichern. Und dann ist es für Future Pinball auch schon gegessen. Also nochmal, man muss einfach diese beiden Archive runterladen. Das eine Archiv kommt in den Root-Ordner von Future Pinball und das andere Archiv in den Tables-Ordner. Und das war's. So, na gut, also das war's mal zum LED-Biss und wie man es einrichtet. Klang jetzt bestimmt alles ganz kompliziert, wenn ihr damit noch nichts am Hut hattet. Im Grunde also aber nur 3 Schritte beim Visual Pinball, nämlich zuerst die Files beim Config-Tool runterladen und eben konfigurieren. Zweitens dann den B2S-Server installieren und drittens die DOF-Files auch installieren. Das war es eigentlich und ein bisschen konfigurieren dann noch. Naja gut, und bei Future Pinball eben 2 Archive runterladen und die in die entsprechenden Ordner kopieren, den Inhalt der Archive.
Ja, jetzt sind wir eigentlich so weit durch, was die Software angeht. Jetzt gibt es bestimmt noch einen oder anderen Emulator, der da auch vielleicht gerade kommt, zum Beispiel Unit 3D. Das könnte man sich mal angucken oder so ein paar Erweiterungen, wie zum Beispiel DirectX für Visual Pinball oder BAM, diesen Better Arcade Mode. Das müsste man alles vielleicht mal ausprobieren. Grundsätzlich aber hätte man jetzt mal ein super Grundgerüst, um sich so ein Cap zu bauen. Und insofern käme jetzt erstmal eine Pause, denn für ein Cap brauche ich erstmal noch ein bisschen Zeit, bis ich damit anfange. Da brauche ich ja noch die ganzen Monitore und dann eben halt auch ein altes Flippergehäuse oder ein neues oder wie auch immer. Also das kann jetzt ein bisschen dauern, aber erstmal soweit könnte ja jetzt vielleicht ein bisschen Klarheit reingekommen sein. Na gut, also dann viel Spaß beim Zocken und man sieht sich. Tschüss. Hallo zur neuen Ausgabe. Hallo zur neuen Ausgabe Virtual Project. Wie heißt es?